Das meistverkaufte Elektroauto wahrscheinlich des Universums, der Renault Zoe, jetzt in einer neuen Variante. Und mehr Informationen werden wir gleich mal erfahren. Er hat natürlich A+ als CO2-Effizienz und er ist wirklich oft verkauft worden. Ich zeige es mal gerade hier vorne. Das ist die CO2-Effizienz natürlich A+, denn er hat ja gar keinen Verbrennungsmotor mehr. Und wenn man dann noch Ökostrom tankt, dann wird es besonders interessant, denn er hat CO2-Emissionen von 0 Gramm pro Kilometer. Schwarz. Steht im Auto gut. Er hat 4 Türen, das sieht man aber nicht, denn die sind gut versteckt. Ich zeige es mal gerade von der Seite so ein kleines bisschen. Er ist sehr, sehr kompakt und er sieht ganz anders aus wie der Zoe, den ich noch kenne. Ist das ein neuer? Ja, das ist ein neuer Renault Zoe. Zoe gibt es ja mittlerweile seit 7 Jahren und er hat sich ordentlich verändert. Technik, Äußerliches. Ja, wie ist dein Name? Ich bin der Markus Piras. Markus, ich zeige dich mal gerade komplett. Das ist ein Auto, da habt ihr ja vor Jahren schon drauf gesetzt. Elektromobilität, heute gibt es den ID.3. Also Volkswagen macht ja schwer von sich reden. Aber man muss sagen, ihr habt unglaublich viel Erfahrung mit Elektroautos. Das ist richtig. Wie gesagt, wir haben Erfahrung mit Elektroautos seit nunmehr 7 Jahren. Und da hat sich vieles verbessert, rasend schnell. Und es ist ein wirklich sehr gelungenes Auto. Es ist das meistverkaufte Elektroauto in ganz Europa. 2019 in Deutschland auch meistverkauftes E-Auto. Und hat jetzt im vergangenen Monat Rang 7 belegt, aller Pkw-Zulassungen, also auch motorenübergreifend. Echt? Im letzten Monat, ja. Ja, wie ist es Volkswagen? Die haben ja jetzt erst angefangen. Das sind im Prinzip die Nachbarn, die sind genau gegenüber. Die haben jetzt ein ID.3. Die fangen jetzt an damit. Ihr macht das schon ewig. Wie sind so die Erfahrungen? Die Batterien, die halten? Ich meine, die ersten Autos sind jetzt 7 Jahre alt. Batterien halten sehr gut. Wir haben wenige Kunden, die ihr Auto 7 Jahre gefahren haben, weil die auf den neuen umgestiegen sind. Aber ich kenne noch einen, der hat einen 7 Jahre alten und die Batterie hat von der Kapazität noch knapp 80%. Ja, das heißt, die nimmt dann leicht ab, die Batterie. Was uns laufend an und ausgeht, ist die automatische Erkennung. Denn du hast den Schlüssel, zeig mal gerade den Schlüssel von dem Auto. Ja. Das ist wie bei allen Renaults so eine Karte. Genau, das ist eine Karte mit dem Keycard Hands-Free-System. Und sobald man auf das Auto zugeht, geht er auf. Sobald man weggeht, geht er zu. So, man kann auch den Kofferraum mit aufmachen. Richtig. Der ist aber jetzt automatisch geöffnet. Das heißt, wenn du geöffnet. Ja, wenn du da bist. Zoe, das heißt, der kriegt ein E-Kennzeichen. Richtig. Wenn man will. Wenn man will. Man muss es nicht machen, aber man kann. So, das ist das Ladekabel. Was hat der jetzt für eine Kapazität, Batterie? Das hier ist eine 52 kWh Batterie. Das hier ist das typische Typ 2 Kabel, welches man kennt, für die Wallboxen, die man öffentlich findet, die man sich auch daheim installieren kann. So, beim Lidl, Aldi, egal wo. Richtig, das sind die gleichen. Dort findet man so etwas, ja. Das hat sich ja durchgesetzt, das heißt, man kann etwas schneller laden. Gibt es auch 230 Volt Kabel, also für die Schuko-Steckdose? Gibt es sowas auch? Ja, es gibt auch ein Kabel für die Schuko-Steckdose, optional. Serienmäßig ist Dieselkabel mit an Bord, weil man einfach die Erfahrung gemacht hat, dass die Kunden größtenteils wirklich über Wallboxen laden. Ja, aber ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel wenig fahre, ich mache einfach ein 230 Volt Kabel raus, fahre am Tag nur 40 Kilometer, kann ich es auch über die Schuko laden, oder? Richtig, machen auch viele. Es gibt natürlich einige, die fahren nicht viel, die laden das Auto alle 1 bis 2 Wochen und dann hängt das über Nacht an die normale Haushaltssteckdose. Das geht auch. Ist das sehr, sehr teuer, so ein Adapter auf 230 Volt? Ein Adapter auf 230 Volt, also das Kabel an sich, kostet ungefähr 500 € und dann gibt es noch eine Greenplug-Steckdose, die ist aber nicht der Rede wert vom Preis und dann kann man das Ganze nochmal separat absichern und noch etwas schneller laden. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das heißt, das 230 Volt Kabel, das kostet 500 €? Richtig, das kostet, Echt? Ja, das kostet im Zubehör 490 € knapp. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, im Prinzip eine Wallbox, die kostet ungefähr genauso viel. Richtig, eine Wallbox kriegt man teilweise für um die 700 €, mal mehr, mal weniger. Der Vorteil ist bei der Wallbox, ich lade schneller, das heißt, ich lade über 3 Phasen oder wie läuft das bei der Wallbox? Richtig, ist dreiphasig und natürlich mit 11 bzw. 22 kW. Beim Zoe gibt es aber auch die Möglichkeit, über einen Schnellladeanschluss zu verfügen. Das ist dann das sogenannte CCS und ist dann Gleichstrom und lädt dann nochmal wesentlich schneller. Das ist dann aber nicht möglich mit dem Kabel, oder? Mit diesem Kabel ist es nicht möglich. Der Anschluss für dieses Kabel hat das Auto immer. Der Sonderanschluss wäre optional unten drunter quasi, können wir nachher mal zeigen. Okay, wo? Vorne in der Fahrzeugfront. Ich will das direkt mal sehen. Das heißt, er hat zusätzlich noch einen Gleichstromanschluss.
Der nicht. Der nicht? Ich kann es zeigen. Ich muss hier erstmal vorne verriegeln. Ja. Entriegeln. Ich bin mal. Dann ist diese Klappe vorne aufgesprungen. Ah, das ist die Tankklappe. Genau, das ist die Tankklappe, wenn man es genau nimmt. Genau. Und hier ist der typische Typ 2 Stecker. Das hier unten ist eine Kappe, die geht nicht ab. Wenn der CCS-Anschluss drin wäre, könnte man die kann ich optional bestellen. Das heißt, wenn ich Gleichstrom schnell laden möchte, gibt es eine Option, dann kann ich es bestellen. Ganz genau, ab Werk ist das möglich und dann kann man in circa einer halben Stunde 150 Kilometer nachladen. Ist das teuer, so der Gleichstrom nach? Der Anschluss ab Werk kostet knapp 1000 Euro. Also es muss sich schon lohnen, also man muss wirklich überlegen, wie viel fahre ich, wo fahre ich hin. Aber der Rabatt ist ja immer prozentual berechnet, also gibt es den auch auf diese Mehrausstattung drauf. So, wenn du mal kurz das Kabel holst, mir mal zeigst, wie das geht. So, das heißt, du hast das Ganze jetzt mal, ich zeige gerade nochmal die technischen Daten, die haben wir hier. Hier haben wir den Zoe, Modelljahr 2021, 51 kW. Und das mit der Miete werden wir auch gleich mal kurz mal besprechen, wie das Ganze geht. Viele kaufen das Auto mittlerweile. Und wie das genau funktioniert, werden wir sehen. Das Kabel, das ist genormt, das ist überall gleich? Das ist ein genormtes Kabel. Den Typ 2 Stecker findet man eigentlich immer. Okay, das heißt, es gibt ja auch Ladestationen, da ist das dran schon, das Kabel. Da brauche ich gar kein eigenes Kabel. Auch das gibt es, beziehungsweise bei dem CCS-Ladeanschluss, bei dem Schnellstrom, gibt es nur Stationen, wo das Kabel bereits dran hängt. Okay, mach mal rein. So, man hört es jetzt auch verriegeln. Ah, es hat so Hat ganz kurz klar gemacht, ja. Genau. Das heißt, man kann hier ziehen, wie man will, man kriegt es nicht raus. Klauen geht nicht. Klauen geht nicht, durchschneiden ist keine gute Alternative. So, ihr habt jetzt schon viel Erfahrung. Wie viele Fahrzeuge habt ihr hier laufen im Saarland ungefähr selber? Also Hunderte? Mehrere hunderte. Also ich kann jetzt von mir und einem Arbeitskollegen von mir sprechen. Wir machen Neuwagen und spezialisieren uns ein bisschen darauf. Und da würde ich sagen, hat jeder mal 4, 5 Auslieferungen teilweise pro Monat. Ist es möglich loszufahren, wenn der Stecker drin ist? Nein, ist nicht möglich. Das geht nicht. So wie auf der Tankstelle. Genau. So, Hier werde so. ich oft gefragt, dass man die Steckdose daheim wegzieht. Okay, cool. Also das funktioniert nicht. So, der Vorteil ist da jetzt App und so weiter gibt es auch, dass ich da zum Beispiel sagen kann, erst laden ab 11 abends? Ja, also es ist grundsätzlich kann man das auch im Auto einstellen, aber es gibt auch eine App, die heißt MyRenault. Da kann man einstellen, wann er anfangen soll zu laden. Man kann den Ladestatus abrufen, man kann sagen, okay, 80%, dann fahre ich jetzt weiter. Ja. Und das funktioniert alles über die App zentral. Ja, da ist so eine kleine Klappe. Das rausziehen, wie geht das? Ich muss nochmal an die Fahrzeugfront, muss nochmal den Knopf betätigen. Okay, und dann geht's raus. Boah, ist ja cool. Genau. Ist jetzt entriegelt und jetzt kann ich es rausziehen. Schön. Ich sehe schon, du hast das schon mal gemacht. Ich habe das schon mal gemacht. So. Ist das so, du selbst hast die Möglichkeit zu Hause zu laden? Ich selbst persönlich hätte jetzt nicht die Möglichkeit, zu Hause zu laden, auch nicht über eine Schokosteckdose. Aber in der Praxis zeigt es einfach, man kann, wie du eben schon gesagt hast, überall an den Kaufhäusern kann man laden. Oftmals mittlerweile auch auf der Arbeit. Ja, ich frag deswegen, weil es gibt ja auch Leute, die haben jetzt Häuser mit Garagen. Es gibt ja Leute, die wohnen in einer Mietswohnung oder in einem Mehrfamilienhaus, haben vielleicht eine Eigentumswohnung, die haben da keinen Stecker auf der Straße. Ist das manchmal eine Frage, die dann kommt? Wie könnte man das machen? Das ist oftmals eine Frage. Grundsätzlich kann man aber mit jedem Vermieter reden. Da gibt es, meine ich, auch mittlerweile ein Gesetz, dass der Vermieter grundsätzlich auch verpflichtet ist, dafür zu sorgen. Ich denke auch, dass viele das auch wollen. Also das ist dann, dass die Mieter glücklich sind. Definitiv. Die meisten. Super, pack's doch mal weg. Dann zeigen wir gerade mal das Auto von innen. Das Gewicht von dem Kabel, was wiegt das? Ich müsste jetzt schätzen, aber ich würde sagen 3 Kilo. Ja. 3 Kilo. So, das kommt ja hinten rein. Genau. Es gibt wahlweise auch im Zubehör noch einen doppelten Kofferraumboden, der dann auf dieser Ebene liegt. Kann man das Kabel noch ein bisschen besser schützen. So, ich kann das umklappen. Die liegt wo, die Batterie? Ist in der Mitte? Die Antriebsbatterie, die ist unter dem Auto verbaut. Sieht man nicht, stört auch nicht im Kofferraum, vom Volumen her. Dadurch ist der Schwerpunkt sehr niedrig und das Auto liegt gut auf der Straße. Sehr schön. Länge von dem Fahrzeug? Knapp unter 4 Meter. Knapp unter 4 Meter. Das heißt extrem handlich auch in der Stadt. Definitiv. So, wenn du mal kurz hinten aufmachst, da ist so ein Griff dabei. Das heißt, hinten die Tür, die fällt fast gar nicht auf. Die ist sehr, sehr gut integriert. Hier kann ich dann zweimal Isofix. Richtig, an den äußeren Sitzplätzen hat man eine Isofix Kindersitzvorrüstung. So, ich habe viel Platz. Steig mal ein. Da ist wirklich viel Platz. Ja, also ich glaube, der Beifahrersitz ist relativ weit hinten noch eingestellt.
Ich bin knapp 1,74 groß, kann hier aber gemütlich sitzen. Gut, es ist ein Kleinwagen unter 4 Meter. Das Gewicht von dem Auto mit den Batterien? Ungefähr 1300. Ich schau mal kurz rein. 1400. Ich gucke mal kurz rein, weil die Batterien wiegen ja ein bisschen was. 1681 Kilogramm. Das heißt also, ist wahrscheinlich die 51 kW Variante. Die ist ein bisschen schwerer. Aber ich sag mal so, die Reichweite von dem Auto? Also von diesem Auto mit 52 kWh, da haben wir eine realistische Reichweite von 380 Kilometer. Realistisch. Die ist im Winter ein bisschen weniger? Die ist im Winter weniger, 340, 350 ist aber drin. Je nachdem. Realistisch? Ja, das ist realistisch. Ich habe viele Kunden. Ich habe auch einen Kunden, der schafft im Winter 370. Das würde ich aber nicht als Normalität bezeichnen. Also ich würde eher sagen Richtung 350, 340. Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob ich den hinterherziehen würde beim Wohnmobil. Weil da ist ein Smart mit 1 Tonne noch mal ein bisschen leichter als 1,6 Tonnen. Aber die Batterie wiegt natürlich einiges. Hier mal an, allein die Batterie wiegt wahrscheinlich 500 Kilo hier drin. Ja, die hat es auf jeden Fall. Super. Ja, wenn wir mal vorne reingucken, ist da ein Motor drin? Ja, ich mach gerade noch auf. Der Zoe. Das hat einmal Klong gemacht. Die Haube ist definitiv aus Metall. Die brauchen wir auch nicht einhängen. Die hält so. Oh, das sieht aus wie beim Verbrenner fast. Ja, so von oben. Man hat auf den ersten Blick sieht man Ähnlichkeiten vielleicht, aber grundsätzlich der Elektromotor, den sieht man gar nicht. Der ist hier unten drunter. Ja. Ne, und der wird hier über ein Gebläse wird er luftgekühlt. Wie früher der Käfer. Genau. Es kommt alles zurück. Genau. Man hat trotzdem noch eine 12 Volt Batterie. Die ist für die Bordelektrik, für die Systeme an sich, fürs Starten auch. Und das Einzige, was er noch hat, ist Wischwasser. Natürlich Kühlflüssigkeit hat er noch. genau, aber hat auch Wasser, also quasi Wasser gekühlt. Das ist hier für das System. Und dieses System, das ist das sogenannte Power Electric Controlling System und ist dafür da zu erkennen, wie lade ich gerade und wandelt dementsprechend den Strom um quasi. So, der Preis, den wir gezeigt haben, 23,8. Da geht noch eine ordentliche Förderung runter. Wie funktioniert das mit der Förderung? Ja, also man kann den Antrag im Internet stellen auf bafa.de. Es ist eine Sache von, ich würde sagen, 10 bis 15 Minuten. Jetzt rein der Antrag und dann bekommt man noch 6.100 € zusätzlich vom Staat. Nochmal runter. Ja. Und der Preis ist inklusive Steuer. Das heißt, ich zahle 23,8, ziehe 6,1 ab. Was ist mit Batteriemiete? Ist da eine Miete fällig? Ja, richtig. Bei der Batteriemiete, es gibt verschiedene Modelle. Es gibt einmal das Modell Batteriemiete und Batteriekauf. Der Vorteil von der Miete ist, man hat zwar eine monatliche Belastung, hat aber dementsprechend lebenslang Garantie auf die Kapazität. Und die Kapazität muss 75% betragen. Sobald sie drunter rutscht, kriegt man kostenfrei eine neue. Und beim Batteriekauf ist die Kapazität bei 66% festgelegt. Und welcher Zeit? 8 Jahre. 8 Jahre. Genau. Okay, das heißt, in 8 Jahren muss die mindestens, also darf sie maximal jetzt ein Drittel verlieren, sage ich mal, roundabout. So, und dann wäre das ein Fehler. Ansonsten ist das okay. Jetzt der Preis von der Miete, Batteriemiete, was kostet die? Also die beginnt bei 74 € im Monat. Ja. Ist abhängig von den Kilometern im Jahr. Pro 2500 Kilometer kann man mit 10 € mehr rechnen. Pro 2500. Das heißt 74, was ist da drin bei den 74? Das ist die Miete an sich für 7500 die Grundmiete Kilometer. für 7,5. Genau, da beginnt das. Okay. Genau. Es gibt auch einen Unlimited-Vertrag, der ist dann wirklich für Vielfahrer. Da bezahlt man pauschal 124, aber kann so viel fahren, wie man möchte. Okay, das heißt, ich zahle jetzt 74, da kann ich bis 7,5 fahren. Wenn ich mal so roundabout 10.000 Kilometer ist ja bei vielen so im Jahr Standard. Ja, dann ist das immer bei 84, 10 € mehr. 10 € mehr. Das heißt, der Preis ist jetzt ohne die Batteriemiete, richtig? Genau, die Batteriemiete kommt monatlich dabei. So, also ich zahle also 23,8, Steuer mit drin, ziehe mir die 6.100 € ab, da bin ich bei 17,7. Ja, genau. So, inklusive Mehrwertsteuer 17.700 €. Inklusive, ja. Und jetzt gehe ich mal hin und rechne mal, was hast du, 10 sind 84, also rund 1.000 am Jahr, sage ich jetzt mal, für die Batteriemiete bei 10.000 Kilometern. Dann könnte ich das mal 8 Jahre, dann bin ich immer noch billiger als der ID.3. Dann ist man grundsätzlich billiger. Das ist halt das... Wahrscheinlich. Ich sag mal so, ich habe es nicht genau gerechnet, Ja. aber ich sag mal, das ist eine reine ein Rechenexempel. Der Preis, wenn ich die kaufe, die Batterie? 8.000 €. Und das sieht man halt bei anderen Herstellern nicht. Da ist die Batterie im Preis mit drin. Da ist nirgends die Batterie separat aufgeführt. Gut, als ihr angefangen hattet, habt ihr das auch gemacht? Ich glaube vor 7 Jahren. Man wollte auch eine Sicherheit geben. Leute haben gesagt, was ist mit der Batterie, wenn die kaputt geht? Da habt ihr gesagt, komm, wir vermieten die. Dann gibt es auch keinen Trouble. Ihr könnt die tauschen dann. Ihr habt überhaupt keinen Ärger damit.
Ihr bietet mittlerweile beides an. Das heißt, also man kann sie auch kaufen. Richtig, man kann sie kaufen und da mal einen Preisüberblick. Wenn ich die staatliche Förderung mit reinnehme, dann ist ja bei der Batteriemiete in der Basisversion ein Endpreis von 12.700 möglich und inklusive Batterie 20.700. Okay, also ein Endpreis, das ist dann aber nicht die 51 kW, das ist dann die 41 kW. Die 41 kW. Genau. Und die Reichweite da? Realistisch 280, 300. Okay. Ja, im Winter ein wenig weniger. Ne? Und was machen die Leute, was nehmen die meistens? Meistens die 50er, weil der Grundpreisunterschied zwischen beiden Batterien ist 2.000 € und da gehen viele auf die größere. Also nochmal der Vergleich eben mit Volkswagen, das muss man halt genau rechnen. Das kann man auch so einfach nicht vergleichen, weil die Autos sind noch nicht vergleichbar, sind andere Autos und so weiter. Aber ich sag mal, man kann jetzt nicht sagen, Miete ist schlecht, sondern man muss das Gesamt sehen und auch die Frage, wie lange fahre ich so ein Auto. Wenn ich das zum Beispiel nur 3 oder 4 Jahre lease, dann sind es ja fixer, jetzt mal einen Preis zu nennen, brutto 4.000 € drauf, minus das, dann komme ich vielleicht auf, ich sag mal, eine Gesamtleasingrate von 200 € oder so. Ja, also es ist wirklich so, man muss einfach überlegen, was möchte ich. Weil man hat ja die Wahl, ob man kauft oder mietet. Und der Durchschnittselektrofahrer, aus meiner Erfahrung jetzt, der fährt das Auto 3 oder 4 Jahre und geht dann auf was Neues. Super, es gibt ein bisschen Wind. Also, da am besten mal Angebot holen lassen. Licht natürlich voll LED. Voll LED-Scheinwerfer, Pure Vision haben wir mittlerweile in fast allen Modellen. Die Klimaanlage, wie funktioniert die? Ist das auch so ein Kompressor drin? Es ist ein Wärmepumpensystem, die Klimaanlage. Also recht effizient. Recht effizient. Es gibt auch noch die Möglichkeit einer Vorheizung, die kann man über die App oder über das Auto direkt steuern. Das heißt, eine Art Standheizung, ich kann mir quasi eine Temperatur einstellen für eine bestimmte Uhrzeit. Und sobald ich einsteige, hat das Auto die Temperatur. So, wenn du so lieb bist, den Zettel mal wegnimmst, die Klappe zumachst, dann fahren wir mal eine Runde und du erklärst mir einfach mal, wie das funktioniert. Denn ich bin noch nie mit so einem Auto gefahren. Es gibt immer ein erstes Mal. Das meistverkaufte Auto und ich bin noch nie mitgefahren. Kinder. Heute was haben wir heute, 5. November, wird es wahr. Großes Display in der Mitte. 9,3 Zoll, gibt auch noch eine 7 Zoll Variante und machen wir gerade die Zündung rein. Sieht man hier auch schon die Reichweite, die aktuell mit 398 € angegeben ist. Kilometer, genau. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Multifunktionslenker mal drin. Das heißt, also Bedienung ist wie bei jedem anderen Renault. Richtig, das haben wir mittlerweile überwiegend oder eigentlich immer. Ich kann das Radio vom Lenkrad aus lauter, leiser stellen oder stumm schalten. Ich habe den Tempomat zentral auf dem Lenkrad. Genau, wenn du mal gerade das Radio ausmachst, bitte. Danke. So, gab es eine Taste hier an der Seite. Ne, es geht um die GEMA, nicht, dass die uns bei YouTube den Kopf kleiner machen. Was interessant ist, die Sonne scheint gerade volle Lotte drauf und du kannst das Display komplett lesen. Da ist ein geniales Display drin. Definitiv. Das kann man auch in der Helligkeit verstellen. Es ist jetzt schön eingestellt. Aber es scheint wirklich gerade total die Sonne drauf. Ja. Es geht trotzdem. Das war also eben, wir hatten eben ein anderes Auto gezeigt, das hat eine andere Technik gehabt, da war es ein bisschen milchiger. Gut, das war ein LKW, sozusagen. Ja. So, unten habe ich jetzt die Klimaautomatik drin. Genau, das ist die Klimaautomatik. Ich kann hier die Stärke einstellen oder halt die Temperatur, wie ich sie gern hätte. Mhm. Und kann natürlich auch hier drauf drücken und dann macht das Auto alles selber. So, und dann gibt es ja nur als Automatik, denn ist da ein Schaltgetriebe überhaupt noch drin? Nein, in dem Automatik? Ein Automatikgetriebe quasi und hat nur einen Gang. So, das heißt, es gibt auch dementsprechend wie beim Go-Kart nur eine Bremse und ein Gas. Auch richtig, genau. Und der geht gut, wenn man will? Der geht sehr gut. Also gerade unten raus, wenn man aufs Gas ist, der ist halt sofort da, weil er nur einen Gang hat und das Drehmoment direkt da ist. Direkt da. Ansonsten habe ich Rückspiegel, ich habe Seitenspiegel, also ganz normales Auto. Ganz genau, ein ganz normales Auto. Ist da sonst irgendwas zu beachten? Ich stecke einen Stecker rein. Irgendwie Inspektionen, gibt es da auch Intervalle? Ja, die Inspektionsintervalle liegen bei einmal im Jahr oder 30.000 Kilometer. Natürlich, die Kosten sind sehr überschaubar. Man hat keinen Ölwechsel etc. Wir liegen da in den ersten 3 Jahren pro Inspektion bei ca. 100 €. Echt? Teilweise etwas weniger, bei 91, teilweise minimal mehr. Das ist jetzt ein Marketing-Gag oder was? Es fällt nicht mehr an, oder? Ja, genau. Das heißt, im Prinzip maximal Bremsbeläge, Reifen, gut, Birnchen geht auch nicht mehr kaputt. Genau, die 12-Volt-Batterie wird irgendwann nach 4 Jahren noch getauscht. Ich zeig mal, was hier hinten ist dann
Mensch, da könnt ihr gar nichts mehr verdienen an einem Service. Das heißt, die Werkstatt, ihr macht da schon Gedanken dann mit der Werkstatt. Ja, was heißt, wir machen uns Gedanken, die Autos sind einfach solide, die sind kostengünstig und werden dementsprechend auch sehr häufig verkauft. Also die Nachfrage ist... Da macht die Menge wieder. Ne? Genau, die Nachfrage ist da. Gut, jetzt ist, ich sag mal, Diesel und Benzin, das wird ja heute Morgen nicht aussterben. Das, ich sag mal, ist aber eine Alternative, es wird immer professioneller. Ihr seid jetzt die Profis, allein der Sitz hier, wie der designt ist, das würde man jetzt in einem Kleinwagen gar nicht vermuten, dass man da so einen genialen Sitz drin hat. Ja. Der so, genau, wenn du kurz vorgehst mal ein bisschen, Ja, klar. zeige ich mal gerade das Polster, das ist schick gemacht. Unten auch die Sitzauflage ist so ein Teilleder. Richtig, Teilleder So, und du hast Stoffpolsterung in einem. elektrische Bremse mit drin. Was Schönes auch hier mit dem Stoff so gemacht, das erinnert so ein bisschen an eine B&O-Anlage von damals. Also Ja. ganz hochwertig. Ja, das sind Soft-Touch-Materialien, die fühlen sich gut an, haptisch gut und sind zu 100% recycelbar. Und nochmal, also wenn ich die Förderung abziehe, die billigste Variante bei der Miete, auf wie viel brutto komme ich? 12.700 Euro Kaufpreis. Kaufpreis, wenn ich die staatliche Förderung mit reinnehme. Und da ist auch 19% schon mit berücksichtigt. Darf denn auch eine Firma das beantragen? Das darf auch eine Firma beantragen. Okay, also nicht nur Privatkunden, sondern auch Firmen kriegen die Förderung. Auch Firmen. Wie lange geht die noch, die Förderung? Diese 6.000 Euro, die sind aktuell befristet bis Ende des nächsten Jahres, 2021. Gut, und das ist wesentlich für die Kunden, dass die sagen, hey, ich kaufe mir jetzt ein Elektroauto? Definitiv. Also eigentlich nachdem der Staat das bekannt gegeben hat, dass wir die Förderung erhöhen, haben die uns wirklich fast die Bude eingerannt, kann man sagen. Auf jeden Fall sehr häufig angerufen. Also Nochmal, also da ist die kleine Batterie drin, in Anführungsstrichen die 40 kW. Und das Auto kostet wie viel brutto? 12,7. Da ist das jetzt berücksichtigt quasi, Da die ist Förderung. diese 6.100 Euro mit berücksichtigt. Und die kriege ich vom Staat zu 100% zurück. Das heißt, Genau. ich zahle bei euch den vollen Preis, kriege nach 6, 8 Wochen wahrscheinlich das Geld zurück. Die zahlen noch immer oder haben die Zahlungsschwierigkeiten beim Staat? Die haben keine Zahlungsschwierigkeiten und es ist auch noch nie vorgekommen, dass der Staat das abgelehnt hat, weil der Renault Zoe all das erfüllt, was er erfüllen muss. Schön klein, leicht, günstig. Jetzt verstehe ich, warum man so viel von den Dingern verkauft. Weil wenn die nur 12 kosten, plus natürlich die Batteriemiete ist ein Huni, aber allein einmal tanken wäre schon mehr. Das heißt, ich sage jetzt mal je nachdem, im Moment sind die Spritpreise ja unten. Ihr merkt das mit den Spritpreisen, dass die Nachfrage sinkt? Eigentlich nicht. Nicht? Nee, überhaupt Weil nicht. im Moment so Diesel für 1 Euro und so. Nee, also das hat auf unsere Verkaufszahlen oder Nachfrage keinen Einfluss. Komm, wir fahren mal 3 Meter. Ich schneide mich mal an, dass er nicht dauernd bingt. Warte mal. Auch wenn ihr euch wundert, der hat ja jetzt kein Schild gehabt. Wir fahren nur auf dem Privatgelände. So. Da ist er. So, ich schneide mich mal kurz an. Los geht's. Das ist krass, man hört echt nichts. Ist so ein leichtes Geräusch, das ist Pflicht, oder? Das ist der Geräuschsimulator und ich rede auch die ganze Zeit von 6.100 Euro. Eigentlich sind es 6.000. Der Staat gibt nur 100 Euro mehr dazu, wenn das Fahrzeug über diesen Geräuschsimulator verfügt. Und das ist einfach ein Vorteil für Fußgänger, dass man in niedrigen Geschwindigkeiten, dass man auch gehört wird. Das ist so ein Brummen, es klingt so ein bisschen wie Star Wars. Ja, genau, das ist ein Brummen, ja. Ja. Aber man hört es jetzt nicht so ganz so gut, aber es ist ziemlich cool. Man hört es auch draußen, gell? Man hört es auch draußen, genau. Das ist dann für die Fußgänger. Das entspricht quasi einem Motorengeräusch von einem Benziner, wenn er fährt, vom Pegel her. Ja, aber maximal. Und das hört auch bei höheren Geschwindigkeiten auf. Das heißt also, das gilt zur Sicherheit und wenn man das nicht hören würde, würde man wahrscheinlich gar nichts hören, nur die Abrollgeräusche. Genau, nur die Abrollgeräusche. Und das war früher so beim Zoe. Nein, der hat das schon immer. Das ist schon immer drin. Das ist krass. Du fährst original wie auf der Kirmes. Ja. In einem Go-Kart. Nochmal der Preis, ich habe das nicht ganz kapiert. 12.000? 12.700 Euro für die Einstiegsvariante. Inklusive Überführung, das ist ganz wichtig, habe ich schon eingerechnet. Die ist mit drin. Ja. Ich wollte den Preis nicht verfälschen. Ja, hättest du ja machen können, so ein Trick, weil Überführung darf man ja, glaube ich, extra berechnen. Theoretisch hätte ich das machen können, ja, aber Ist mit drin. es verfälscht ein bisschen den Preis, weil die Überführung ist bei jedem Händler anders. Und dann kann man nicht komplett damit rechnen. Ne? Boah, der ist total leise. Ja. Also
Gut, jetzt ist es so, ab einer gewissen Geschwindigkeit habe ich gemerkt, hörst du keinen Unterschied mehr zum Benziner. Also auf der Autobahn so mit 80, da sind, glaube ich, die Windgeräusche und Abrollgeräusche. Vollkommen richtig, ja. Also die Abrollgeräusche, die hat man natürlich, klar. Und so, und hier vorne, man sieht schön auf dem Navi, wir fahren da unten im Kreis. Ist eine Rückfahrkamera drin? Auto hat eine Rückfahrkamera. Zeig mal. Wir können gleich mal stehen bleiben. Fahren wir mal zurück. Jetzt hat es aufgehört. Dann haben wir hier die Kamera und die ist sehr klar. Man sieht sehr viel. Es ist quasi eine Weitwinkelkamera. Man sieht links, rechts enorm viel und hat hier, das ist quasi das Typenschild, da steht Renault. Man erkennt es jetzt nicht gut, das weiße Schild. Das ist wirklich das Ende des Fahrzeuges. Hier wird man auch sein Kennzeichen erkennen. Okay, das heißt, ich kann nur noch gegen ein anderes Auto fahren, wenn ich ja nicht hingucke. Ganz genau. Ansonsten piepst er auch noch. Er piepst auch noch, auch vorne. Okay, cool. Ja, vorne finde ich auch wichtig, weil die immer sagen, oh, vorne brauchen wir nicht. Nee, dann, das heißt, man fährt immer einen halben Meter zu nah. Hier unten habe ich eine USB mit drin, AUX-In ist natürlich mit drin. QI gibt es auch auf Wunsch? Nein, das gibt's nicht. Ja, ist, glaube ich, auch egal. Bei mir geht es sowieso nicht, weil ich habe einen Magnetaufkleber hinten drauf. Da geht's nicht. Ja, da geht's nicht. Ja, fahr mal zurück. Machen wir der 12.000? 12.700 Euro. Ist der Grund, warum viele jetzt kaufen auch. Das heißt, die finanzieren oder kaufen, es wird kaum noch geleast. Genau, wird gar nicht mehr gemacht eigentlich. Und die meisten kaufen das Auto und man kann sich ja mittlerweile auch mit einer Finanzierung sehr flexibel halten. Und viele Kunden steigen dann einfach aufs neue Auto um. Miete von der Batterie und kaufen Batterie, wie verhält sich das vom Prozent? Ich würde sagen, 90% mieten die Batterie. Gott. Tatsächlich. Ja, fahren wir zurück, dann machen wir Abmoderation, auch rückwärts. Du bist ja Profifahrer, ich nehme an, hier auf dem Hof. Ja, das muss man üben. Also ja. Wenn es gleich knallt, lassen wir es drin. Genau, das ungeschnitten stellen wir hoch. Ah, ist ein Kleinwagen. Ich glaube, die 4 Meter sind sehr handlich, oder? Ja, definitiv. Cool. Hier vorne sieht man auch nochmal, er hat ja noch 2 Außenspiegel mit drin. Boah, du hast mich echt geflasht. Also das mit dem Preis habe ich nicht ganz gerafft, weil eben haben wir ja gerechnet, das heißt, das Auto hier hat mehr Ausstattung, deswegen ist er ein bisschen teurer. Dieses Auto hat 135 PS und ist die 52 kWh Batterie verbaut. Also es gibt auch einen kleineren Motor noch. Ja, da sind wir dann bei 108 PS. Also das ist auch völlig ausreichend meiner Meinung nach. Und diese 12.700 Euro beziehen sich auf die 41 kWh Batterie mit 108 PS. So, als wir gestartet sind, eben haben wir 398, jetzt haben wir 394. Wir sind ja auch 4 Kilometer gefahren gerade. Ja, nicht ganz. Ist halt immer so, das Auto hat jetzt gerade mal 25 Kilometer. Der rechnet das erst ja, mit dem Fahrverhalten. Der hat jetzt den Verbrauch hochgerechnet und wenn wir nur mit 10 km/h da rumfahren, im Kreis. Auch ein bisschen mehr. Genau. Okay, verstanden. Gut, das habe sogar ich verstanden. So, komm, wir gehen mal raus, machen Abmoderation. Denn ich glaube, es wird mir so ein bisschen klarer jetzt, was Zoe bedeutet. Und wie das System so ist mit der Batteriemiete und Co. Dein Name? Markus Piras. Markus Piras, wir sind bei der Autogalerie Saar. Ihr seid einer der Pioniere bei Renault, hätte ich fast gesagt, zumindest im Saarland. Es gibt 4 Niederlassungen. Wo seid ihr? Wir sind nicht nur in Saarbrücken, wir sind noch in Lebach, Eppelborn und Neunkirchen. So, der hat wahrscheinlich auch im Crashtest hat er alle Punkte? Ja, alle Punkte. Sind abgefackelt schon mal die Autos? Nein, tatsächlich noch nicht. Auch wenn man das gerne mal im Internet liest etc. Aber das heißt, die muss noch nicht in einen Tank versenkt werden, sowas. Wer weiß, also zumindest du kennst keinen, der Fall, der passiert ist. Genau, ich kenne keinen. Da sind wir ein bisschen ehrlicher. Ja, ansonsten habe ich keine Fragen mehr. Wenn er jetzt da ist, ihr habt Autos da? Wir haben Autos da, mehr als genug, und wir können auch schnell liefern. Wenn wir eine Neubestellung durchführen, dann ist das Auto Stand heute in 3 Monaten da, später. In 3 Monaten. Das heißt, ihr nehmt auch Autos in Zahlung, Benziner? Machen wir auch, egal welche Marke, egal welcher Motor. Völlig egal. Super. Ja, Autogalerie Saar aus Saarbrücken heute am 5. November 2020. Der Zoe Modellvariante 2021. Ich habe heute viel gelernt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.